Die Rotationsmaschine heute angeworfen gegen Hannover. Die komplette B11 darf sich heute mal wieder beweisen. Danach haben wir noch das Spiel gegen Schalke und dann das Rückspiel gegen Paris. Da will ich natürlich die beste Mannschaft spielen lassen. Gegen Schalke werde ich dann höchstwahrscheinlich so eine Mischung aus A und B11 auflaufen lassen, je nachdem. Wir brauchen noch wichtige Punkte in der Liga. Wir sind jetzt so langsam im Endspurt, in der heißen Phase. Da geht es um die Champions League Plätze. Da geht es natürlich auch darum, in der Champions League weiterzukommen. Pokal-Halbfinale haben wir Wolfsburg. Apropos, das war im letzten Spiel auch wieder ein Spektakel für sich. Wer das nicht gesehen hat, schaut sich das gerne bitte auch nochmal an. Und Hannover, ja, die sind eigentlich... Achtung, erste Chance! Aussteiger stehen unten drinne. Heißt eigentlich heute ein ganz willkommener Gegner. Aber es geht erstmal nicht gut los. 1-0 für Hannover. Erst haben wir das gut geklärt und dann, weiß ich nicht, ja, grätscht man mit Amenda wieder zu früh rein und dann ist natürlich auch Jonathan David hinten im Tor ohne Chance. Und das 1-0 durch. Eduardo natürlich, erstes Tor. Es gibt Sachen, die verändern sich halt nie. Spieler schießen immer das erste Saisontor gegen uns. Naja, aber das soll uns gar nicht davon abhalten. Die Hannover-Fans hört man natürlich erstmal, die brauchen auch jeden Punkt. Die stehen unten mit Schalke, mit Hertha, Bremen auch unten drin. Aber wir müssen jetzt hier erstmal ins Rollen kommen. Haraldsson mit der ersten Chance. Und wir müssen das jetzt natürlich aufholen. Weil das sind 3 verlorene Punkte. Stand jetzt. Wenn wir das hier nicht gewinnen sollten. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Larsson. Nächste Chance. So müssen wir weitermachen. Hannover im... Was spielen die? 4-3-2-1? Oder 4-1-3-2? Weiß ich nicht. Sieht sehr komisch aus. 50 Karrieresieger habe ich schon. Ja, wäre schön, wenn heute Sieg Nummer 51 mit dazu kommt. Weil, wie gesagt, gerade Hannover und Schalke, das sind einfach Spiele, die müssen wir gewinnen. Das ist genauso wie in der Hinrunde. Und jetzt aber der Ausgleich. Haraldsson und Shaibi. So sieht's aus. Es geht doch. Bei einer schön heißen Tasse Tee. Gut nachgesetzt, gutes Pressing und gegen Hannover, ihr seht, das ist halt... Ich möchte nicht sagen, was anderes als gegen andere Gegner, aber gegen Aufsteiger spielt sich das dann doch nochmal ein bisschen anders. Da merkst du einfach, dass die letztes Jahr noch in Liga 2 waren. Dass die vielleicht noch nicht so den überragenden Kader haben. Und gerade für unsere B11-Jungs hier ist das die perfekte Chance, sich weiterzuentwickeln, sich, ja, zu zeigen, sich zu empfehlen. Und wir machen direkt weiter hier. Ansgar Knauf, Pressing ist da, vorne Haraldsson. Allein gegen alle, der macht mal hier den Messi kurz. Gibt Freistoß? Nee. Da fragt man sich, warum haben wir die Anfangsphase so verschlafen. Aber geil, es ist so wie es ist. Wird ja hoffentlich noch ein paar Chancen für uns geben. Gehe ich mal fest von aus. Dann bin ich sehr, sehr gespannt. Sind nicht mehr viele Spiele. Dann PSG, da sehe ich uns auch nicht ganz so chancenlos. Hat man ja im Hinspiel gesehen, dass wir da auch definitiv mithalten können. Wenn es dann hart auf hart kommt. Oh, schade. Ja, aber heute jetzt erstmal Fokus auf Hannover. Aber ich glaube, das wird hier nicht so ein Selbstläufer, wie ich mir das am Anfang gehofft hatte und auch gedacht hatte, selbst mit der B11. Ja, aber wir machen das. Wenn wir mal so richtig in Schwung hier reinkommen, Buta zum Beispiel, Lars muss durchlaufen. Oh nein, wieder einen Moment zu spät. Da hapert es dann wieder an den Zehntelsekunden. Wenn wir den Ball einfach früher abgespielt bekommen. Oh, jetzt natürlich Cedric Teuchert, Blitzsprinter gegen Amenda. Oh, das geht natürlich zu einfach. Amenda ist aber dazwischen sehr gut. Da freue ich mich auch. Der kommt ja im Sommerfest zur Eintracht, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Gilt als Riesentalent. Ein richtig physisch starker Spieler, Zweikampfspieler. Hat aber auch einen guten Aufbau. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt. Und David klärt. Für den ist natürlich auch jede Parade Gold wert. Für unseren Jugendmann. Ich schleiche mich schon mal weg in der Hoffnung, dass David den Ball abfängt. Ja, und unten das Spiel schnell machen kann. Oh, aber so natürlich nicht. Da ist es natürlich logisch, dass so Fehler mit dazukommen. Aber das ist auch völlig legitim. Die darf er auch machen. Auf jeden Fall. Die soll er sogar auch machen, weil wie soll er es denn anders lernen? So, Shaibi. Gegen alle gefühlt. Jetzt erstmal gegen Halstenberg. Ja. Einer der wenigen mit Bundesliga-Erfahrung
Halstenberg ist ja zurückgekehrt zu seinem, ich weiß gar nicht, ist das sein Heimatclub oder die Stadt, wo er geboren wurde? Auf jeden Fall hängt er ja auch seine Fußballschuhe an den Nagel. So, Hannover, Achtung. Die kommen auch mit 3, 4 Mann nach vorne. Auch sehr, sehr gefährlich. Ein Kunku ist aber dazwischen. Ja, es ist schwer. Es ist wie im Hinspiel. Hinrunde, Hinspiel. Ihr wisst, was ich damit meine. Dass Hannover der erwartet schwere Gegner ist, weil die haben halt auf der einen Seite nicht viel zu verlieren, weil sie sind halt Aufsteiger. Auf der anderen Seite schon. Weil sie halt noch irgendwie Punkte für den Klassenerhalt holen müssen. Jetzt gibt es erstmal die Ecke. Wenn es aus dem Spiel raus nicht funktioniert, dann vielleicht nach einer Ecke. Haraldsson, Buta an den zweiten Pfosten. Ja, da wäre Larsson, aber das ist halt auch ungefährlich, ne? Da kannst du auch keinen goldenen Blumentopf mit gewinnen, sage ich euch, wie es ist. Oh, interessanter Abstoß, aber den bekommen wir natürlich nicht und auch jetzt nicht. Wir pressen mit 4 Mann und dann ist natürlich das ganze Mittelfeld überspielt. Larsson dazwischen, sehr, sehr gut. Es war ein fairer Zweikampf. Ich bin sehr überrascht, dass der Schiri da nicht pfeift. Scheibe gegen Neumann. Ansgar Knauf ist in der Mitte hinten. Wartet Larsen. Da ist er. Larsen per Fallrückzieher. Ja, so ein Ding würde uns auch mal wieder gut tun. Warum nicht? Und jetzt brauche ich mal einen Linksfuß. Also ich meine, ich kann ja nicht hier immer die kurzen Bälle spielen. Oder will das mal Haraldsson schießen? Was machen wir da mal? Den Keeper zustellen. In der Hoffnung, dass der vielleicht auf dem 16er abprallt. Dass wir aus dem Hintergrund dann nochmal schießen können. Oder vielleicht schaffen wir es auch so. Larsson und einen Haraldsson mitnehmen. Ah, nee, falscher Mann. Aber Larsen allein gegen alle. Klar, wir preschen da rein. Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Die stehen da hinten mit 6, 7 Mann auf jeden Fall. Nächste Ecke wird wieder gefährlich. Jetzt schlagen wir rein. Jetzt auch mit Buta. Dann müssen wir es diesmal mit rechts schaffen. Da ist Larsen. Ja, nächster Kopfball ist schon Halbzeit. Also Hannover quasi 2-, 3-mal gefährlich vorm Tor. Einmal haben sie getroffen. Wir haben direkt nach dem Gegentor eigentlich ausgeglichen. Und es ist auch eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. 5:5 Schüsse. Mal gucken, was ich hier noch dran regeln kann. 4-4-2. Wir können natürlich auch umstellen. Daran habe ich natürlich noch gar nicht gedacht. Ich habe jetzt erstmal im 4-2-3-1 begonnen. Aber ich stelle jetzt mal aufs 4-4-2 um. Mal gucken, was es bringt. Es muss was bringen. Also ich will hier zumindest gewinnen, egal wie hoch. Hauptsache ein Sieg. In so Spielen musst du dann auch meistens nicht schön spielen. Da reicht es dann, wenn du gewinnst. Schauen wir mal. Erste Chance. Knauf. Ja, Vorteil. Den Freischuss hätten wir bekommen. Haraldsson. Da wieder niemand frei. Wir haben nur Larsen in der Mitte. Was heißt nur Larsen? Da ist er wieder. Der ist groß gewachsen. Und jetzt Larsson mit dem Kopf. Und Mosquera ist im Tor. Nicht Ron-Robert Zieler, sondern Mosquera. Gut, das ist natürlich auch ein Ball. Der kann auch immer mal verspringen. Schalke auch ganz wichtig, ey, für die Liga. Weil wir haben Wolfsburg, Leipzig um uns herum, Leverkusen, die Bayern, Dortmund. Sie sind auch nur noch 3 Punkte. Also wir können quasi Meister werden gefühlt. Wir können aber auch noch aus den internationalen Plätzen rausfallen. Also nach oben und nach unten ist hier noch sehr, sehr viel Spannung geboten. Shaibi. Der junge Miller, ein Kunku. Wo ist Larsen? Auf dem Elfer. Ja, der winkt da schon, aber Haraldsson kommt entgegen. Jetzt mal, das ist die Chance zum Zirkeln. Ja, gar nicht schlecht. Das wird auch noch ein guter hier. Haraldsson, schöne Bewegung. Und mehr Geschwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit braucht unser Spiel. Mamouche. Auf jeden Fall gegen Moroja. Ja, das ist natürlich jetzt hier seine Seite. Das ist seine Seite. Mamouche. Haraldsson, der könnte sich ein bisschen fallen lassen. Miller, Larsson. Hannover steht hinten drin. Also seit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir die hier völlig im Griff. Aber es fehlt noch die entscheidende Aktion. Und Kunku, Larsen hinten, der winkt doch schon. Ah, jetzt geht das wieder los, ey. Dass die Flanken nicht dahin kommen, wo sie sollen. Aber es geht auch alles zu langsam gerade bei uns. Miller und Kunku, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Miller läuft und da oben, ja, sieht da Larsen, aber der muss genauer kommen. Ey, das ist halt der Unterschied, ob da ein Ugarte spielt oder halt der junge Miller. Und Hannover kommt, Achtung. Über Moroja. Haraldsson kommt dazwischen, saubere Grätsche, sehr gut. Gut mit nach hinten gearbeitet. Aber ihr merkt, wir kriegen den Sieg heute auch nicht geschenkt. Den müssen wir uns heute hier redlich erarbeiten.
Ja, ist auch phasenweise sehr wild, was ich hier spiele. Also auch diese Flankenwechsel. Achtung. Eduard kriegt die Mitte dazu über Larsson. Sehr gut. So, und jetzt die Chance umzuschalten. Wir haben nämlich Geschwindigkeitsvorteile, bin ich der Meinung, über die Außen. Larsen und Nkunku läuft unten mit. Ja, der Mamouche geht auch. Aber Nkunku darf auch ruhig mitlaufen. Komm, Hinterlauf. Auch gerne von alleine. Jetzt die Chance. Larsen ist in der Mitte. Da ist Knauf. Ach, der kommt doch nicht ran. Den kannst du doch nicht hoch anflanken, ey. Guter Nagalo, Amenda. Haben sich auch wieder ein bisschen gefangen. Und der nächste Konter. Schneller spielen über die Außen. Und der Ball muss halt einfach durchkommen. Oh, jetzt haben die sogar. Und dann kommt die Situation auch mit dazu. So Kleinigkeiten, ne? Die entscheiden dann auch manchmal so ein Spiel. Darf es aber eigentlich nicht. Oh, das ist blind, ey. Ich verstehe das nicht. Ich grätsche zum Ball und der grätscht vorbei. Das zum Beispiel. Auch wieder eine Situation, auch wieder nur eine Kleinigkeit, aber das macht dann halt schon viel aus. Guck mal, der Ball ist frei. Der ist frei zum Grätschen. Und Larsson grätscht einfach blind vorbei irgendwie. Also, weiß ich nicht, was da bei ihm los war. Aber gut, weiter geht's. Ich habe so das Gefühl, die nächste Aktion könnte das Spiel, ja, nicht entscheiden, aber so viele Chancen wird es dann nicht mehr geben. Weil Hannover, die stehen hinten, ihr seht das, relativ sicher, auch über die Außen. Da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Hoffnung gemacht. Aber vielleicht schwinden ja irgendwann die Kräfte. Wir haben noch eine Viertelstunde. Oh ja, Knauf läuft außen mit und auch Larsson. Komm, jetzt kann er es besser machen. Die Grätsche hat er nicht gut hingekriegt. Aber dafür den Abschluss. 78. Minute, Spiel gedreht. Gerade noch angezählt, gerade noch kritisiert, aber auch zu Recht. Aber das hat er gut gemacht. Da waren sogar zwei Leute. Gut, Ansgar Knauf hätte ihn wahrscheinlich auch gemacht. Sehr schön. Zielstrebigkeit zum Tor. Da war er fast schon wieder zu weit vorgelegt. Bringen wir mal Ugarte rein für Larsson. Weil den Sieg muss ich jetzt nach Hause bringen. Da bringe ich jetzt auch ein bisschen Erfahrung rein. Larsson darf dann gegen Schalke auch wieder spielen. Wie gesagt, da muss ich nochmal eine Mischung aus ja, A und B11 oder fast eigentlich auch nochmal die B11 spielen lassen. Mal gucken. Larsson, erstes Tor. Jetzt seht ihr mal, wie das ist, wenn ein Spieler zum allerersten Mal gegen den Verein trifft. Achtung, Eduard mit der nächsten Chance. Das kann nicht sein. Und wieder so ein einfaches Gegentor. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss eine Strichliste führen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie in der Kreisklasse verteidigt. Gut, Nagalo grätscht schon auch wieder zu früh. Und hinten Jonathan David, der kann einem dann schon leid tun. Schade, ey. Hätte er den wenigstens gegen den Arm gekriegt. Er ist unfassbar. Und auch direkt nach dem Anstoß, ne? Zack, nach vorne. 2-2. Also auch hier wieder viel Spektakel, wenig Langeweile. Fehlen einem manchmal so ein bisschen die Worte. So, aber wir sind auch wieder vorne. Das war auch wieder blind hier von mir. Mamouche gegen Neumann. Morojan wieder. Eduard, der wird doch wohl nicht. Nee. Macht er nicht. Oben Knauf, bisschen riskant. Ach Gott, der hat ja so viel Platz. Larsen kann er verlängern auf Haraldsson. Mamouche ist unten frei. Jetzt muss er nochmal an Ball kommen. Und jetzt Haraldsson! Wahnsinn! Was für eine Partie. 86. Das hältst du im Kopf nicht aus, ey. Wahnsinn. Aber das ist halt Sinnbild unserer Saison. Bislang. Viele Höhen, viele Tiefen. Selten mal zu 0 hinten. Selten ist da irgendwie eine Sicherheit. Aber wir haben halt vorne so eine gute Offensive, dass wir halt immer 3, 4 Tore schießen. Mindestens. Und wie gesagt, gegen so Gegner ist es immer am schwersten. Haraldsson auch 6. Tor immerhin. Wird ihm auch gut tun. Der wird dann auch nochmal einen kleinen Entwicklungsschub kriegen, hoffe ich. So, und was kommt jetzt? Was kommt jetzt, ist die Frage. Wieder der Ausgleich. Wir haben noch 3 Minuten, 5 Minuten mit Nachspielzeit zu überstehen. Oder vielleicht jetzt die Entscheidung. Das wäre so, so wichtig. Das wäre so entspannend einfach mal. Wir sind schon gleich in der Nachspielzeit drin. Moroja, Mamouche ist dazwischen. Ja, Vorteil. Zur Not einfach mal die Grätsche auspacken. Auch wenn es jetzt die gelbe Karte gibt. Also guck mal, Schiedsrichterin ist sehr großzügig heute. Und vielleicht maximal noch einen Angriff. Ein hoher Ball. Einen wird es noch geben. Den müssen wir irgendwie hier geklärt kriegen. So, haben wir geklärt.
Und das dürfte es jetzt gewesen sein. Kalajdzic, Mamouche, ja. Das war's. Also wir gewinnen ganz knapp. Mit viel, viel Arbeit. Aber egal, wir gewinnen 3-2 gegen Hannover. Bleiben also weiter oben dran. Sah am Anfang nicht so aus, aber ich glaube unterm Strich ist das schon verdient. Wir waren besser. Hatten dann am Ende nochmal ein paar mehr Chancen. Und somit gewinnen wir 3-2 gegen Hannover. 4 Mannschaften streiten sich jetzt also um die Meisterschaft. Darunter sind halt auch wir. So ziemlich in der Mitte mit einem relativ guten Torverhältnis. 3 Punkten Rückstand auf Dortmund und auf Leverkusen. Bayern auch nur 4 Punkte. Also das kann sich jetzt jeden Spieltag wieder ändern. Auch Leipzig, die sind da auch noch nicht ganz raus. Das sind auch nur 10 Punkte. Und unten wird es halt auch für Hannover, ja, immer schwerer würde ich nicht sagen. Das sind auch nur 4 Punkte. Da kann auch noch alles passieren. Bremen, Hertha, Hoffenheim kann da auch noch mit reinrutschen. Also ist noch alles offen. Auch internationale Plätze. Stuttgart, Union, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg. Also die ganze Liga ist eigentlich noch nicht entschieden. Jetzt geht's halt gegen Schalke, da würde ich, oh, das sind nur 3 Tage Pause, dann würde ich halt doch die B11 da nochmal spielen lassen. Weil wenn ich jetzt eine Mischung mache, dann sind ja trotzdem 3, 4 Leute von der A11 platt. Also ich lasse nochmal die B11 spielen. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt, so bis Mitte zweiter Halbzeit. Und gegen Paris ist halt auch wichtig. Haben die anderen schon gespielt? Nee. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr seht, in der Liga geht's hoch her. Viele Tore, viele Gegentore. Champions League kommt dann auch, das Rückspiel. Wer das verpasst, hat selber Schuld auf jeden Fall. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.